Der glückliche Prinz. Hoch über einer großen Stadt stand die Statue des glücklichen Prinzen. Sie stand auf einer hohen Säule und konnte die ganze Stadt sehen. Die Statue war mit dünnem Blattgold bedeckt. Ihre Augen waren zwei große blaue Saphire, und auf dem Griff ihres Schwertes leuchtete ein roter Rubin. Viele Menschen bewunderten die schöne Statue. Doch niemand wusste, warum sie den Namen der glückliche Prinz trug. Als der Prinz noch lebte, wohnte er in einem wunderschönen Schloss. Dort hatte er alles, was er sich wünschen konnte. Er spielte im Garten, hörte Musik und besuchte Feste. Hohe Mauern trennten das Schloss von der Stadt. Deshalb sah der Prinz nie, wie die armen Menschen lebten. Er glaubte, dass alle glücklich waren. Darum nannten ihn die Menschen den glücklichen Prinzen. Nach seinem Tod bauten sie eine große Statue zu seiner Erinnerung. Von ihrem hohen Platz aus konnte der Prinz zum ersten Mal die ganze Stadt sehen. Jetzt erkannte er Hunger, Krankheit und Armut. Er sah Kinder ohne Essen, kranke Menschen und Familien, die kaum genug zum Leben hatten. Sein Herz wurde traurig. Er wollte helfen, doch er konnte sich nicht bewegen. Eines Abends flog eine kleine Schwalbe über die Stadt. Ihre Freundinnen waren schon lange nach Ägypten geflogen. Die Schwalbe war geblieben, weil sie sich in ein Schilfrohr verliebt hatte. Doch das Schilfrohr wollte nie mit ihr reisen. Schließlich beschloss die Schwalbe, allein nach Ägypten zu fliegen. Als es dunkel wurde, suchte sie einen Platz zum Schlafen. Sie setzte sich zwischen die Füße der Statue des glücklichen Prinzen. Plötzlich fiel ein Wassertropfen auf sie. »Seltsam«, sagte die Schwalbe, »am Himmel sind keine Wolken.« Dann fiel noch ein Tropfen. Die Schwalbe blickte nach oben und erschrak. Der glückliche Prinz weinte. »Warum weinst du?« fragte sie. Der Prinz antwortete traurig: »Als ich lebte, kannte ich kein Leid. Jetzt sehe ich die Not der Menschen. Ich möchte ihnen helfen, aber ich kann meine Statue nicht verlassen.« Dann zeigte er auf ein kleines Haus. Dort lebt eine arme Schneiderin. Sie arbeitet Tag und Nacht, bekommt aber nur wenig Geld. Ihr kleiner Sohn ist krank und hat Fieber. Auf meinem Schwert ist ein Rubin. Bitte bring ihn der Frau, dann kann sie Essen und Medizin kaufen.
Die Schwalbe wollte eigentlich weiter nach Ägypten fliegen. »Meine Freundinnen warten auf mich«, sagte sie. Doch der Prinz bat sie freundlich, »Bitte bleib nur diese eine Nacht.« Die Schwalbe hatte Mitleid. »Gut«, sagte sie, »ich bleibe.« Sie nahm den Rubin vom Schwert und flog durch die dunklen Straßen. Im Haus der Schneiderin schlief die erschöpfte Mutter am Tisch. Ihr Sohn lag krank im Bett. Vorsichtig legte die Schwalbe den Rubin neben die Frau. Danach flog sie zum Bett des Jungen und fächelte ihm mit ihren Flügeln kühle Luft zu. »Es ist nicht mehr so heiß«, murmelte das Kind und schlief ruhig ein. Die Schwalbe kehrte zum Prinzen zurück. »Ich habe den Rubin gebracht«, sagte sie. Der Prinz lächelte. »Vielen Dank.« In dieser Nacht fühlte sich die Schwalbe zum ersten Mal wirklich glücklich. Am nächsten Morgen wollte sie ihre Reise fortsetzen. Doch der Prinz rief sie noch einmal: »Bitte bleib noch eine Nacht.« Nicht weit von hier wohnt ein junger Schriftsteller. Er arbeitet an einem Theaterstück. Sein Zimmer ist kalt und er hat nichts mehr zu essen. Ohne Hilfe kann er seine Arbeit nicht beenden. »Was kann ich tun?«, fragte die Schwalbe. »Nimm einen meiner Saphire und bring ihn zu ihm.« Die Schwalbe erschrak. »Dann hast du nur noch ein Auge.« »Die Menschen brauchen meine Hilfe«, antwortete der Prinz. Die Schwalbe nahm vorsichtig einen Saphir aus dem Auge des Prinzen und brachte ihn dem jungen Schriftsteller. Sie legte den kostbaren Stein zwischen seine Papiere. Als der Mann den Saphir entdeckte, konnte er sein Glück kaum glauben. »Jetzt kann ich Holz und Essen kaufen«, sagte er voller Freude. Die Schwalbe flog zurück. Sie freute sich, dass sie helfen konnte. Am nächsten Tag wollte sie sich verabschieden. Doch wieder bat der Prinz sie zu bleiben. Auf dem Platz dort unten steht ein kleines Mädchen. Es verkauft Streichhölzer. Alle Streichhölzer sind in den Fluss gefallen. Wenn es ohne Geld nach Hause kommt, wird sein Vater sehr wütend sein. Die Schwalbe sah das weinende Kind. »Es friert«, sagte sie traurig. »Gib ihm meinen zweiten Saphir. Dann wirst du blind sein.« »Ja«, sagte der Prinz ruhig, »aber das Mädchen braucht jetzt Hilfe.«
Die Schwalbe brachte den zweiten Saphir zu dem Mädchen. Vorsichtig ließ sie ihn in seine kleine Hand fallen. Das Mädchen hörte sofort auf zu weinen. »Was für ein schöner Stein«, rief es. »Jetzt kann ich nach Hause gehen.« Als die Schwalbe zurückkehrte, hatte der Prinz keine Augen mehr. »Jetzt bist du blind«, sagte sie traurig. »Dann musst du meine Augen sein«, antwortete der Prinz. »Erzähle mir, was du in der Stadt siehst.« Jeden Tag flog die Schwalbe durch die Straßen. Sie sah reiche Menschen in großen Häusern. Sie sah aber auch arme Familien, hungrige Kinder und alte Menschen, die im Winter froren. Am Abend erzählte sie dem Prinzen alles. Schließlich sagte der Prinz: »Nimm das Gold von meinem Körper und gib es den armen Menschen.« Die Schwalbe löste jeden Tag kleine Goldblätter von der Statue. Sie brachte sie zu Familien ohne Essen, zu kranken Menschen und zu Kindern, die nichts hatten. Bald konnten viele Menschen Brot kaufen. Manche kauften Holz für den Winter. Andere besorgten warme Kleidung. Mit jedem Goldblatt verlor die Statue etwas von ihrem Glanz. Schließlich war kein Gold mehr übrig. Der glückliche Prinz sah grau und einfach aus. Doch für die Schwalbe war er schöner als je zuvor. Inzwischen war der Winter gekommen. Es wurde jeden Tag kälter. Die anderen Schwalben waren längst in Ägypten. Die kleine Schwalbe blieb trotzdem beim Prinzen. »Du solltest jetzt fliegen«, sagte der Prinz. »Nein«, antwortete die Schwalbe. »Mein Platz ist jetzt bei dir.« Mit jedem Tag wurde sie schwächer. Sie fand kaum noch Nahrung. Eines Tages wusste sie, dass sie sterben würde. Sie flog noch ein letztes Mal über die Stadt. Sie sah Kinder, die wieder lächelten. Sie sah Familien, die Hoffnung gefunden hatten. Dann kehrte sie langsam zum Prinzen zurück. »Lieber Prinz«, sagte sie leise, »ich muss mich verabschieden.« »Fliegst du jetzt nach Ägypten?« fragte der Prinz. Die Schwalbe lächelte. »Nein, ich fliege an einen anderen Ort.« Der Prinz verstand ihre Worte. »Danke für alles«, sagte er. »Nein«, antwortete die Schwalbe, »ich muss dir danken. Du hast mir gezeigt, was wahre Liebe und echte Güte bedeuten.
Sie flog auf die Schulter des Prinzen und gab ihm einen letzten Kuss. Dann fiel sie zu seinen Füßen auf den Boden. Sie war tot. Im selben Augenblick zerbrach das Herz des glücklichen Prinzen in 2 Teile. Es war aus Blei, doch es konnte den Schmerz nicht ertragen. Am nächsten Morgen kamen der Bürgermeister und die Stadträte auf den Platz. »Wie hässlich die Statue geworden ist«, sagte der Bürgermeister. »Sie hat kein Gold mehr. Die Augen und der Rubin sind verschwunden. Wir brauchen eine neue Statue.« Sie ließen den glücklichen Prinzen abbauen und in eine Gießerei bringen. Das Metall schmolz, aber das Herz aus Blei blieb ganz. »Dieses Stück Blei ist wertlos«, sagte ein Arbeiter. Er warf es auf einen Müllhaufen. Dort lag auch die tote Schwalbe. Zur gleichen Zeit sprach Gott zu einem Engel: »Bring mir die beiden wertvollsten Dinge aus dieser Stadt.« Der Engel suchte lange. Schließlich nahm er das bleierne Herz des glücklichen Prinzen und die tote Schwalbe mit. Als er zu Gott zurückkehrte, lächelte Gott: »Du hast die richtige Wahl getroffen. Der kleine Vogel war treu und voller Liebe. Der glückliche Prinz hat alles gegeben, um anderen Menschen zu helfen. Deshalb werden sie für immer bei mir im Paradies leben.« Und so fanden der glückliche Prinz und die treue Schwalbe endlich den Frieden, den sie auf der Erde gesucht hatten.